Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Global Top 1000 Ranking. Heute mit 2 Schlagzeilen. Wir haben einen neuen Server, Demian auf Koreanisch, zumindest glaube ich, dass das da steht, aber so wurde er angekündigt als Demian, koreanischer Server. Der wurde schon während dem FEC groß angekündigt. Von Anfang an hieß es, ja, da wird es ein koreanisches Team geben, Wildcard, und dann wird es auch einen neuen Server geben, pipapo. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist keine gute Idee. Ich kenne keinen einzigen Koreaner, der Flash spielt. Und ich meine, zugegebenermaßen, ich kenne auch so keinen einzigen Koreaner. Aber ich kenne Flash-Spieler und von denen ist keiner Koreaner. Und das ist schon, sage ich mal, aussagekräftiger als das andere. Und natürlich hätte ich mich irren können, ja. Aber da kommt ja auch meine Fly-PC-Erfahrung, sage ich mal, dazu. Und siehe da, ich habe mich nicht geirrt. Der Server ist mausetot. Niemand ist auf diesem Server. Ihr müsst bedenken, das ist jetzt nicht so, dass der Server erst vor ein paar Wochen gestartet ist oder so. Also, jein, an für sich schon. Aber er ist ja aus dem FEC entstanden. Und das bedeutet, und das sieht man auch gut an den Playtimes der Charakter, du hast hier Leute, die haben 2 Wochen Spielzeit, 1 Woche und sogar Leute, die haben nur wenige Tage. Du hast aber auch Leute, 1 Monat, 3 Wochen. Das geht nur, wenn man auf dem FEC gespielt hat. Das heißt, obwohl hier Leute auf dem FEC gespielt haben, es ist nicht mal der höchste Spieler. Gut, es ist auch noch ein Ringmaster, muss man dazu sagen. Aber es ist nicht mal der höchste Spieler. Geschweige denn sind hier überhaupt viele Leute, die über einen Monat Spielzeit haben. Das heißt, die haben auf dem FEC schon nicht gespielt. Und logischerweise haben viele erst auch vor kurzem angefangen, weil sie dann erst vielleicht gehört haben, dass es jetzt eben einen koreanischen Server gibt. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Leute sind, die gar nicht aus Korea sind, zum Teil. Würde ich jetzt gar nicht auf den Namen beschränken. Ich meine, ich kann mir auch einen koreanischen Namen geben, das ist jetzt nicht der ausschlaggebende Faktor. Aber es ist einfach, keine Ahnung. Top 50 fängt mit 124 an. Wenn du hier auf die Top 1000 zurückgehst, hast du Eintrittslevel in die Top 1000 von Level 31. Also ganz ehrlich, eine absolute Katastrophe. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das hätte man von vornherein wissen können müssen. Und dass es jetzt Leute gibt, die auf diesem Server spielen müssen, in Anführungszeichen. Also mir tut es halt einfach leid für die Leute, weil der Server hat von Anfang an keinen Sinn ergeben. Man hätte von Anfang an wissen können, dass der mausetot sein wird. Und ja, wie gesagt, jetzt wartet man halt auf eine Lösung, wie zum Beispiel ein Server-Merge. Und ob es die geben wird und vor allem wann, das sind halt Fragen, die weiß keiner. Also die Lösung für viele Leute sein, das haben die französischen Spieler damals auch gemacht, bevor der Merge kam. Also noch lange bevor der Merge kam, bei FEC 2. Haben französische Spieler mir gesagt, dass sie den FEC nutzen, um sich dort neue Charakter zu machen, mit richtig gutem Equipment und dann auf Totemia abzuhauen, weil der französische Server ihnen zu leer ist. Und auf dem französischen Server haben ungefähr 10-mal so viele Leute gespielt wie auf diesem koreanischen. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Also, ja, echt schade und hoffentlich kommt da schnell eine Lösung her oder richtig krasses Marketing. Ich meine, die Lösung muss nicht zwingend ein Merch sein. Man könnte auch in Korea jetzt richtig krass Marketing betreiben, die Leute zurück zu Fly holen. Da kenne ich mich nicht aus, ob das funktionieren würde. Aber man muss auch überlegen, Korea ist ein extrem kleines Land. Die haben nur 50 Millionen Einwohner oder so, 60 Millionen. Und offensichtlich ist Darf Life nicht mehr so beliebt. Das heißt, das Ganze nochmal neu zu starten, also wirklich von Grund auf aufzubauen, eine neue koreanische Community, die Life spielt, das dürfte ziemlich schwierig sein. In einem Land mit 500 Millionen Einwohnern wäre es deutlich leichter, aber in einem Land mit 50 Millionen, 60 Millionen, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Und ja, also meine persönliche Lösung wäre, ganz ehrlich, man merged Rises, den koreanischen und den japanischen Server, in einen ostasiatischen Server. Auch wenn Rises technisch gesehen südasiatisch ist, aber da machst du einen südostasiatischen. Naja, südostasiatisch sind die anderen schon. Egal, auf jeden Fall, ja, keine Ahnung. Irgendwie so. Wenn die dann teilweise mit High-Ping spielen müssen, ganz ehrlich, also ich persönlich würde definitiv lieber mit High-Ping spielen als auf einem toten Server. Und ich denke, da spreche ich für die allermeisten Flive-Spieler. Und dann würde ich persönlich auch noch den südamerikanischen mit Mashpoi fusionieren. Genau das gleiche. Lieber ein bisschen High-Ping, dafür ein voller Server als so. Dann würden wir 3 leere Server loswerden. Wir würden die Serverzahl auf 8 reduzieren und alle 8 Server wären aber richtig stark in der Population, dass sie auch wirklich eigenständige
Server sind und sein können und bleiben können. Und das wäre halt wirklich gut. Aber das sind nur meine Ideen, meine Vorschläge. Die werden höchstwahrscheinlich nicht so zutage gefördert. Und ja, dann haben wir hier ein Flive-Ranking-Snapshot von Flivepedia. Ich kann das Ganze auch in Excel kopieren, aber ich dachte mir, wir probieren es jetzt einfach mal mit der Website, weil wenn ihr sagt, dass die Website hier euch reicht, dann kann ich mir die Mühe eigentlich komplett sparen. Da muss ich es nicht mal mehr in Excel kopieren. Das ist zwar jetzt nicht so, so ein krasser Aufwand, aber trotzdem, ja, kann ich mir das auch noch sparen. Und letztendlich ist das hier genau das gleiche wie auf Excel. Es ist, ich finde es nicht ganz so übersichtlich, aber ich bin es natürlich auch jetzt einfach jahrelang anders gewöhnt, muss man natürlich auch dazu sagen. Letztendlich schaut ihr die Videos, also müsst ihr entscheiden, wollt ihr es doch in Excel haben. Da muss ich es halt noch ganz kurz aufbereiten, farbig. Aber letztendlich, ja, auf jeden Fall weniger Arbeit. Und genau, müsst ihr entscheiden letztendlich. Bevor wir uns das angucken, würde ich sagen, schauen wir uns die Klassenpopularität an. Der riesige blaue Balken sind die Ringmaster, das kann man getrost ignorieren. Ich finde, hier sieht man jetzt richtig gut, warum ich immer sage, die kann man ignorieren. Oder man sollte sie vernachlässigen, man sollte sie nicht zu ernst nehmen. Da wurde ich schon oft gefragt, ja, warum? Warum sollen die Ringmaster keine Rolle spielen? Also ich meine, wenn das kein... Also ich meine, ich habe das immer schon erklärt, aber ich denke mal, das Bild spricht hier mehr als 1000 Worte oder sagt mehr als 1000 Worte. Also offensichtlich gibt es einfach zu viele Ringmaster aus diversen Gründen. Also gibt es mehr als einen Grund auf jeden Fall auf verschiedenen Servern. Je nachdem ist es natürlich auch noch ein bisschen stärker ausgeprägt. Und ja, also ich meine, du kannst es einfach nicht ernst nehmen. Du kannst damit einfach keine wirklichen Vergleiche tun. Du könntest natürlich ein bisschen was abrechnen. Du könntest irgendeine Formel entwickeln. So, keine Ahnung, Ringmaster durch 3 oder was weiß ich was. Aber kein Mensch, also, keine Ahnung, müsste irgendjemand machen, der klüger ist als ich. Aber das ist alles Schwachsinn, also ich würde es einfach ausblenden persönlich und diesen riesigen blauen Balken ignorieren. Was verbleibt dann noch? Der riesige grüne Balken, der zumindest auf manchen Servern riesig ist. Warum ist der so riesig und warum auf diesen Servern? Er ist so riesig auf LaWolf, Klarfan, Rises, die Ranger. Wir springen auch gleich wieder auf die andere Übersicht, dann sieht man auch die Zahlen besser. So muss ich immer drüber hovern, um die Zahlen zu sehen. Das ist einfach, weil der Ranger in Asien extrem beliebt ist. Bei uns nicht so krass, sag ich mal. Also Mashpoi, Totemia, Burudeng. Ist Ranger schon auch beliebt, aber nicht zu vergleichen mit den asiatischen Servern. Und deswegen ist der noch relativ weit oben dabei. Und ja, die anderen, wie gesagt, das wird dann zu kleinteilig. Das sieht man dann hier, glaube ich, ein bisschen übersichtlicher. Weiß auch nicht, Light Mode oder Dark Mode. Pass auf, Flashbang, Flashbang, get cover. Wirst auch ihr entscheiden. Ja, tatsächlich benutze ich Flivepedia immer in Dark Mode, aber ich finde jetzt für so ein Ranking, finde ich tatsächlich den White Mode doch ein bisschen angenehmer tatsächlich. Also ich persönlich. Aber das liegt auch wahrscheinlich daran, dass ich einfach Excel gewohnt bin und ich Excel auch nicht im Dark Mode benutze. Genau. Aber ja, auf jeden Fall würde ich sagen, blenden wir erstmal den Server hier aus. Die Zahlen hier sind übrigens so komisch. Also es fällt jetzt natürlich sofort ins Auge, dass auf dem neuen Server angeblich alles rot ist. Das heißt, die wenigsten Charakter aus diesen Klassen sind, ich habe das komisch formuliert. Auf jeden Fall von jeder Klasse sind dort die wenigsten vertreten. Das liegt aber einfach daran, das haben wir vorhin schon gesehen, dass da Leute in den Top 1000 sind auf Level 31. Und Level 31 ist halt kein Elementor, das ist ein Magician. Und das Ranking zählt ja aber nur die Second Jobs sozusagen. Und, oder führt nur die Second Jobs auf. Die anderen fallen da quasi außen vor. Und entsprechend kann man die hier nicht mit dazu rechnen. Genau, deswegen wählen wir das einfach ab. Und dann war jetzt nach dem FEC noch interessant. Übrigens, das Ranking kommt auch sehr spät, aber ich hatte jetzt einfach viel zu tun. Bin krank geworden und das ist tatsächlich für Flive eine sehr aufregende Zeit, in Anführungszeichen, weil so viel passiert, Schlag auf Schlag auf Schlag. Da hat man gar keine Zeit für die normalerweise Videos, die man macht, weil man sonst keinen Content hat. So ungefähr. Genau, und
Deswegen ist das jetzt das After-FEC-Ranking-Update-Video. Ja, und was hat sich nach dem FEC verändert? Es ist tatsächlich relativ wenig, aber das ist ja das, was ich auch schon immer die ganze Zeit immer wieder sage. Wir haben halt eine Top 1000 und für die meisten Server reicht das halt nicht, um wirklich ein gutes Bild davon zu kriegen, was auf den Servern abgeht. LaWolf ist das Paradebeispiel. LaWolf ist seit Monaten dabei, dass sie mindestens 1165er haben. Jetzt nach dem FEC, ich glaube, auf LaWolf sind mittlerweile knapp 3000. Insgesamt sind wir aber in Anführungszeichen nur bei 7422, weil es eben bei 5 Servern aufgehört hat zu zählen. Weil bei 1000 ist halt Schluss, weil nur 1000 gewertet werden, weil die Top 1000 halt sind. Und das muss eigentlich sich ändern. Mit dem Update wird es wieder besser, aber ich finde, selbst beim Update zeigt es ja einfach, LaWolf hat so viele Spieler, die kannst du mit einer Top 1000 gar nicht mehr wirklich abbilden. Also brauchst du eine Top 2000, logischerweise. Weil für diesen Server diese Top 1000 niemals wirklich reichen, um ein gutes Bild davon zu bekommen, was da abgeht. Weil es sind ja nicht nur Leute auf 165 aktiv, es sind ja auch Leute auf 150 aktiv. Ja? Und ich meine natürlich, du wirst der interessanteste Bereich ist natürlich der High-Level-Bereich, aber du willst ja nicht nur die Höchstleveligen angucken, weil ich meine, es gibt ja trotzdem Leute, die einfach noch Giants farmen wollen zum Beispiel und einfach noch 160 sind und nicht auf 165 leveln. Und all diese Leute willst du ja irgendwie auch erfassen, weil sie ja auch aktiv sind und ein hohes Level haben und whatever. Aber ja, das ist so ein Thema, das, keine Ahnung, ob sich das nochmal ändern wird. Sie haben schon lange an der Liste eigentlich kein wirkliches Update mehr gemacht, abgesehen davon, dass sie neue Server hinzufügen oder Server merchen. Oder eben FEC und kein FEC. Auf jeden Fall, was ins Auge sticht, Burudeng ist so von den aktiveren Servern der einzige, der noch nicht bei 1000 ist. Ja, ich habe mein Bestes gegeben. An mir liegt es nicht, sage ich mal. Aber wir sind kurz davor. 11 Charakter fehlen noch auf Level 165. Das heißt, das haben wir wahrscheinlich in ein paar Tagen. Könnte auch sein, dass wir es jetzt schon haben und die Leute einfach nur gerade auf Master Quest sind. Keine Ahnung. Genau, und Entry-Level in die Top 1000 ist dann logischerweise immer noch 164. Aber das ist dann beim nächsten Mal definitiv nicht mehr so. Beziehungsweise haben wir beim nächsten Mal dann das Update, da haben wir dann einen neuen großen Talking, also vermutlich haben wir beim nächsten Mal das Update, aber ich gehe schon stark davon aus, dass wir Mitte bis Ende Dezember das Update haben werden. Hoffe ich zumindest. Genau. Und ich finde, hier sieht man jetzt auch nochmal ganz gut, das, was ich vorhin gesagt habe. Meiner Meinung nach hast du halt Server, das hat man auch in der Server-Rundschau, finde ich, ganz gut gesehen. Das Video wäre auch sehr interessant, jetzt, das habe ich erst vor kurzem aufgenommen. Das mache ich nicht jeden Monat Server-Rundschau, das mache ich so 2-mal im Jahr vielleicht. Zuletzt habe ich es gleich Anfang des Jahres gemacht. Und das ist ein guter Vergleichswert, weil ich finde immer also wir haben halt Schwierigkeiten bei Flive wirklich verlässliche Daten zu bekommen. Deswegen habe ich noch zudem, ich meine, die Rankingliste ist relativ verlässlich, bis auf so Master und Hero. Stimmt hier auf jeden Fall alles, was man abliest. Und es ist ja relativ aussagekräftig, zumindest was die Klassenverteilung angeht. Die Klassenbeliebtheit im High-Level zumindest auch auf jeden Fall. Aber es ist halt trotzdem noch sehr einseitig. Ja? Du guckst nur die Charakter an, du guckst nicht wirklich auf den Server, was auf dem Server selbst abgeht. Und so die Anzahl der Shops anzugucken, ich meine, das ist etwas, was wirklich, das ist auf dem Server, das ist das, was gelebt wird, das ist der Server, online gehen, Shops sehen, shoppen etc., Angebot, Nachfrage und so weiter. Das siehst du nur, wenn du online gehst. Und deswegen habe ich noch diese Server-Rundschau und das habe ich eben vor kurzem erst gemacht. Und da kam ein sehr ähnliches Bild raus, also es deckt sich wirklich fast 1:1 mit den Daten von der Rangliste. Und hier ist es einfach so, dass wir eben daraus und aus der Rangliste gut erkennen, welche Server halt eher strugglen und welche nicht. Und wir haben die eigenständigen Server, das sind basically alle, die hier natürlich grün sind, mit 1000 Charakteren auf 165, zudem Burudeng und Mia. Ja, und die Problemserver, würde ich sagen, sind eher Rises. Ich meine, Rises kann man noch so sagen, ja, es ist noch gerade so genug, dass man sagen kann, okay, ist nicht wirklich ein großes Problem, aber auf jeden Fall von denen noch der inaktivere auf jeden Fall. Und deswegen, wie gesagt, mein Vorschlag, Korea, Japan, Rises, machst du einen Server draus, einfach einen zentralasiatischen oder keine Ahnung, oder einfach ostasiatisch und Flarin packst du zum Mashpol, dann wirst du diese 3 absoluten Problemserver auf jeden Fall los. Wie gesagt, Rises wird dann halt damit zu einem nicht länger gefährdeter Server, dass er zum Problemserver wird, wirst du auch los. Und dann hast du eigentlich nur noch Server, die auf jeden Fall so viele Spieler haben und wo so viel los ist, dass du sagen kannst, okay, sofern da jetzt nicht einfach so auf einen Schlag hunderte Leute quitten, hast du da langfristig keine Probleme. Da wird keiner wegen Server-Merge rumheulen. Das passt. Das reicht. Das ist gut so. Und
ja, das ist halt, wie gesagt, das, was wir auch nochmal erkennen konnten. Ja, und dann war noch interessant nach dem FEC, wie es jetzt mit der Klassenverteilung aussieht. Wer ist hier Platz 1 und so weiter. Das sieht man jetzt hier natürlich auch nicht mehr so gut wie in Excel, weil ich da nicht mehr erstens und zweitens und so weiter dahinter schreiben kann. Ist jetzt aber auch egal. Ich sag's euch einfach, also es hat sich tatsächlich noch nichts geändert. War aber erwartungsgemäß, also ich wusste es nicht sicher, dass es so kommt, aber es war zu befürchten aufgrund des Limits von Top 1000. Ja, was ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe. Deswegen haben wir immer noch Ringmaster Platz 1, aber persönlich klammer ich den immer aus. Dann haben wir Ranger auf Platz 2, beziehungsweise Platz 1. Immer noch, hat aber einige Spieler verloren tatsächlich. Blade Platz 3, hat ein paar Spieler gewonnen. Knight immer noch Platz 4, aber wirklich ganz dicht jetzt. Also wirklich ganz dicht am Blade dran. Fehlen nur noch 29 Knights, um mit dem Blade gleichzuziehen. Also wirklich Kopf an Kopf jetzt, der Knight auf Platz 4. Dann haben wir Bill Poster auf Platz 5 mit 8,56. Da hat sich auch nicht wirklich so viel getan. Aber Elementor mit 8,52 direkt dahinter. Auch das ist neu. Die waren immer schon auch ein bisschen Kopf an Kopf, aber davor waren es noch so 50, 60 Unterschied. Jetzt sind es halt wirklich nur noch 4. Also Bill Poster und Elementor fast ebenbürtig. Langfristig gehe ich stark davon aus, wird der Elementor und Bill Poster vorbeiziehen. Vor allem jetzt auch mit den Third Job Changes. Also mein erster Eindruck ist, Arcanist sehr interessant, Force Master sehr speziell, sagen wir mal. Und dann haben wir die beiden Schlusslichter, aktuell Psykeeper, wobei Psykeeper auch deutlich aufgeschlossen hat. Psykeeper war tatsächlich einer der größten Gewinner vom FEC-Transfer, zumindest mit dem Top 1000 System bis 165. Mit dem Update wird man, wie gesagt, auch nochmal neue Erkenntnisse bekommen. Ja, und beim Jester hat sich basically eigentlich überhaupt nichts geändert. Der ist so weit ab vom Schuss. Der hat einfach, also du hast Platz 7, den Psykeeper mit 783. Der schon auch relativ weit ab vom Schuss ist, muss man sagen. Ich meine, es gibt doppelt so viel Ranger wie Psykeeper in den Top 1000 oder in den Global Top 1000. Technisch gesehen sind es Top 11.000. Gibt es doppelt so viele Ranger. Und dahinter, nochmal 200 dahinter, ist der Jester. Also, das zeigt, wie absurd krass diese Zahl beim Jester wirklich ist und wie furchtbar unbeliebt er ist im Endgame, im High-Level. Aber ich finde dieses im Endgame, im High-Level, ich finde, ehrlich gesagt, man muss es fast gar nicht dazu sagen, weil ja, wir gucken uns zwar nur das High-Level an, aber ganz ehrlich, ich meine, wenn ich jetzt ins Low-Level gehe, dann spielt da ja auch nicht jeder Jester. Also das haben wir auch mal probiert, ein paar Leute weiß zu machen, auch auf dem FEC-Server haben Leute gesagt am Anfang, das weiß ich doch, als wäre es gestern gewesen, so Woche 2, 3 oder so, ich komme so auf Coral Island an und dann sagen Leute, na gut, Woche 2 oder 3 war ich noch nicht auf Coral Island, glaube ich, ist egal, auf jeden Fall relativ früh, sagen mir Leute, ja, sie sehen andauernd Jester. Jester scheint dieses Jahr richtig beliebt zu sein und ich weiß auch, damals habe ich gesagt, zugegebenermaßen habe ich auch einige Jester gesehen, aber Jester ist nicht beliebt, nur weil du jetzt heute 5 Jester gesehen hast, heißt das nicht, dass Jester beliebt ist. Und ich finde, das zeigt es auch nochmal deutlich. Ja, wie gesagt, die Zahl kann sich nochmal ein bisschen ändern, wenn das Update dann da ist und die Leute wieder anfangen zu leveln. Dann könnten die Jester durchaus einen gewissen Zuwachs, also jede Klasse könnte sich plus 20%, aber halt auch nochmal minus 20% richten, wenn halt die ganzen Leute, die inaktiv auf 165 sind und aktuell überhaupt nicht spielen, wenn die dann verdrängt werden, weil die Leute weiterleveln und die Alten bleiben zurück sozusagen, da kann sich durchaus in einer relativ kurzen Zeit nochmal einiges ändern. Aber es ist noch nie passiert. Es ist noch nie passiert, dass eine Klasse out of nowhere einfach so einen Zuwachs bekommt. Das passiert, wenn überhaupt, mit dem FEC. Und das ist zum Beispiel bei Knight jetzt zweimal in a row passiert. Knight hat bei FEC 2 extrem zugelegt, bei FEC 3 nochmal. Also Knight hat diese Entwicklung durchgemacht von, ja, ist nicht schlecht, zu, yo, ist eine der 3 beliebtesten Klassen, basically. Jester hat diese Entwicklung nicht durchgemacht, noch nie. Jester hat eigentlich immer nur verloren, war mal Platz 7, ist jetzt seit Ewigkeiten Platz 8 von der Beliebtheit und wird diese Entwicklung einfach nicht mehr durchmachen, wenn nicht etwas unfassbar Krasses passiert. Also ich meine, dafür muss etwas passieren. Du sagst nicht out of nowhere, jo, ich spiele jetzt Jester, weil, ach so, nee, ist ja die schlechteste Klasse, warum soll ich den spielen? Genau das ist das Problem. Jeder weiß das und deswegen spielt ihn keiner. Also, wie gesagt, das muss man immer sehr stark unterscheiden zwischen subjektiver Wahrnehmung und eben objektiven Daten. Das hier sind objektive Daten, Statistiken. Server-Rundschau ist auch wieder ein kleines bisschen subjektiver.
aber zumindest relativ objektiv oder ziemlich objektiv, würde ich sagen. Daraus kann man sich ein gutes Bild machen. Wenn man jetzt rumläuft und sagt, jo, ich habe jetzt 5 Jester heute gesehen, heißt Jester ist ja richtig am Start hier. Ja, nicht wirklich, nee, eigentlich überhaupt nicht. Das hat literally keine Aussagekraft, eigentlich. Also wenn du es jeden Tag sehen würdest und es immer andere Leute sind und nie die gleichen, dann wahrscheinlich schon, aber ansonsten überhaupt nicht. Aber wie gesagt, wird beim Update nochmal sehr interessant. Aber langfristig wäre der Top 2000 auch super interessant, weil dann wäre es eben nicht nur die allerhöchsten Spieler, nicht nur die Creme de la Creme in Anführungszeichen, sondern hätte man noch so ein bisschen den Mid-Game-Bereich von vielen Servern dabei. Einziger Server, wo es nicht wäre, wäre La Wolf, da wären trotzdem alle 165 oder trotzdem alle Max-Level. Aber ansonsten würde man dann noch mal ein deutlich besseres Bild bekommen von eben nicht nur Max-Level-Spielern. Aber man sieht ja auch auf anderen Servern, die weniger Spieler haben, wo Leute eben noch im viel niedrigeren Levelbereich sind, wie hier zum Beispiel auf den südamerikanischen, japanischen Server, da sind die Zahlen ja auch größtenteils sehr ähnlich. Klar, eine Klasse variiert mal stark zwischen hier Elementor und Elementor vom einen Server zum anderen. Ja, ab und zu gibt es so krasse Abweichungen auf jeden Fall, aber in der Regel ist das doch eher größtenteils sehr, sehr ähnlich. Genau, lasst auf jeden Fall Feedback da zu dem System, also Light Mode, Dark Mode und Excel oder nicht Excel. Und ansonsten war es das eigentlich. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Schaut in den Twitch-Streams vorbei, Links dazu in der Videobeschreibung. Danke an Fivepedia für diese Übersicht, sehr hilfreich auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.